Sebastian hier. In diesem Video geht es um die Faktoren, die die Reichweite deiner Beiträge und vor allen Dingen auch das Engagement auf LinkedIn von dir beeinflussen, weil es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die das Engagement und die Sichtbarkeit deiner Beiträge oder generell dein Verhalten oder ja, die Sichtbarkeit deiner Reichweite auf LinkedIn beeinflussen kann. Und zwar sind das einmal externe Faktoren, wie zum Beispiel das Wetter. Ja, es klingt trivial, aber das Wetter kann das Nutzerverhalten beeinflussen. Ja, weil zum Beispiel an sonnigen Tagen sind vielleicht weniger Menschen online. Das zweite ist Wirtschaft. Ja, große wirtschaftliche Ereignisse wie zum Beispiel Corona, der Ukraine-Krieg und so weiter können die Aufmerksamkeit der Menschen fesseln und sie auch so von LinkedIn ablenken. Vielleicht hat das auch irgendwas dann mit dem eigenen Geschäft zu tun und das kann Einfluss haben. Das dritte sind Ferien. Ja, typischerweise zu Urlaubszeiten sind generell weniger Leute aktiv auf LinkedIn und ja, erwarten halt auch weniger berufliches Netzwerken und so weiter und so fort. Also alles, was so mit Ferien, die Leute sind nicht da, sind im Urlaub und so weiter. Dann das zweite Thema ist persönliche Faktoren. Davon das erste ist deine Posts, ja, generell dein Post, die Qualität und die Relevanz deiner Inhalte sind entscheidend. Wenn du deine Zielgruppe ansprichst oder beziehungsweise nicht ansprichst, wird das Engagement natürlich sinken. Dann, das ist halt auch so bei der Anzahl der Kontakte. Natürlich, wenn du mehr oder eine höhere Anzahl an Kontakten hast, bedeutet das automatisch auch eine höhere Reichweite, weil du einfach viel mehr Leute hast, die diesen Beitrag sehen können und dementsprechend kann aufgrund der Schlagzahl auch die Reichweite bzw. die Sichtbarkeit dann auch steigen. Das dritte wäre dann aus diesem Themenbereich, wenn du mit deinen Kontakten interagierst, also sprich Interaktion ist das Thema, dann steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass deine Beiträge in deren Feed erscheinen. Typischerweise sagt hier LinkedIn halt, sei aktiv auf LinkedIn. Ja, die LinkedIn will natürlich, dass die Leute oder die Kontakte, wer auch immer auf LinkedIn unterwegs ist, auch auf LinkedIn bleibt. Und deswegen, je mehr Interaktion da stattfindet, desto besser. Dann das dritte große Oberthema ist LinkedIn-spezifische Faktoren. Einmal haben wir da den LinkedIn-Algorithmus. LinkedIn ändert seinen Algorithmus regelmäßig. Was gestern zum Beispiel noch funktionierte, muss heute nicht mehr zwingend erfolgreich sein. Also hier muss man immer so ein bisschen anpassen und schauen, was hat der LinkedIn-Algorithmus geändert. Ja, meistens wird das öffentlich gemacht, einfach mal ein bisschen googeln oder generell die Hilfe von LinkedIn abonnieren. Dann Häufigkeit der Posts, ja, zu viele Posts in kurzer Zeit können als Spam angesehen werden. Also ich spreche jetzt hier nicht von einem Tag warten, sondern wirklich von mehreren Posts pro Tag. Könnte passieren. Natürlich, wenn du jetzt ein großer Influencer bist und du hast schon eine Reichweite und man erwartet das von dir, dann hat das natürlich den gegenteiligen Effekt. Auch hier musst du natürlich so ein bisschen die Waagschale sehen, was bringt jetzt mehr Reichweite. Typischerweise mindestens 3 Posts pro Woche sollte auf jeden Fall sein. Und damit haben wir jetzt die 3 großen Themen ja, behandelt. Einmal externe Faktoren, dann die persönlichen Faktoren und LinkedIn-spezifische Faktoren. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich gerne oder schreib einen Kommentar.